Hallo, ich bin Mucho und damit wäre die Frage, die diesem Vortrag den Titel gegeben hat, eigentlich schon beantwortet. Wir haben aber noch jetzt mindestens eine Stunde oder eine Stunde für den Vortrag und danach Zeit für die Fragen. Während der nächsten Stunde möchte ich erstmal erklären, warum die Frage noch nicht beantwortet ist. Und ich möchte auch darüber sprechen, was das mit dem Thema des Vortrags vom letzten Jahr, nämlich Nächstenliebe im Christentum und im Buddhismus zu tun hat. Zunächst zu der Frage, wer bin ich? Gibt es irgendjemand hier in diesem Raum, der sagt, ich weiß gar nicht, wonach da gefragt wird? Oder gibt es irgendjemand, der, wenn ich mich frage, wer bin ich oder wer ist eigentlich der Mucho? Warum bin ich Mucho? Warum bin ich Mucho? Gibt es irgendjemand hier, der sagt, ich verstehe nicht, wonach fragt er sich? Oder ja, gut, ne? Denn so sollte es eigentlich auch sein. Da steht einer, der stellt sich vor als Mucho und dann fragt er sich, warum bin ich Mucho? Weil er Mucho ist. So wie das eine Banane und die fragt sich, warum bin ich eine Banane? Wenn es keine Banane wäre, dann wäre es vielleicht ein Apfel oder eine Ananas. Und so ist es ja auch beim Mucho. Wenn der Mucho nicht Mucho wäre, dann wäre er der Peter zum Beispiel. Und dann würde sich der Peter wahrscheinlich wieder fragen, warum bin ich der Peter? Sinn macht die Frage eigentlich erst, wenn man sie sich selbst stellt. Wenn ein anderer sich die Frage stellt, ist sie absurd. Man kann sich die Frage aber selbst stellen. Zum Beispiel, es gibt die berühmte Erzählung von Kafka, wo ein Gregor Samsa eines Morgens aufwacht und stellt fest, er ist ein Ungeziefer. Und man könnte die Erzählung ein bisschen so verändern, dass in dem Moment, wo er als Ungeziefer aufwacht, sich umblickt und neben ihm schnarcht der Gregor Samsa. Das heißt, es ist nicht der Gregor Samsa, der zum Ungeziefer geworden ist, sondern der Gregor Samsa ist immer noch da, aber aus irgendeinem Grunde bin ich das Ungeziefer. Und dass das tatsächlich uns selbst irgendwann mal widerfahren wird, ist unwahrscheinlich, aber ist zumindest denkbar. Es ist denkbar, dass ich morgen aufwache und ich bin der Peter. Und der Peter ist der Mucho zum Beispiel. Und vielleicht merken wir das noch gar nicht einmal, denn wenn ich als Peter aufwache, wache ich mit seiner Erinnerung auf und ich glaube, ich wäre mein ganzes Leben lang der Peter gewesen. Und der Peter glaubt, er wäre sein ganzes Leben lang der Mucho gewesen. Und trotzdem kann ich mich fragen, warum bin ich der Mucho? Ich möchte den Vortrag aber jetzt erstmal beginnen mit dem Text, den ich dem Peter geschickt habe, als wir über das Thema des Vortrags gesprochen haben. Der gründet sich auf Fragen, die ich bei einem Interview gegeben habe. Das war eine Anfrage von einer internationalen Schule des Goldenen Rosenkreuzes. Was das für ein Verein ist, weiß ich nicht genau. Aber die haben mir im Winter geschrieben, ob ich nicht gerne ein paar Fragen für sie beantworten würde, die dann in einem Magazin mit dem Namen Logon veröffentlicht werden. Das Magazin ist inzwischen veröffentlicht worden. Ich möchte erstmal die Fragen und meine Antworten vorlesen. Die erste Frage: Der Weg geht zum wahren Selbst.
Was bedeutet das wahre Selbst für Sie? Der erste Teil der Frage ist eigentlich keine Frage, eine Behauptung. Darauf beziehe ich mich auch in meiner Antwort. Der Fragenkatalog beginnt mit einer kühnen Behauptung. Der Weg geht zum wahren Selbst. Hier hätte auch stehen können, der Weg kommt vom wahren Selbst. Oder das wahre Selbst geht den Weg. Im Zen spricht man vom Ring des Weges. Das wahre Selbst ist Anfang und Ende dieses Weges. Wenn ich mich frage, was mein wahres Selbst ist, blickt sich das wahre Selbst ins Auge. Da fragt sich einer, warum er Muho ist. Und in dem Moment macht er einen Schritt neben sich oder einen Schritt zurück. Da fragt sich einer nach seinem wahren Selbst und glaubt es im Muho nicht erkennen zu können. Trotzdem ist Muho interessanterweise derjenige, der die Frage stellt. Wer stellt sich die Frage, wer bin ich? Wenn ich hier vor Ihnen stehe oder vor euch, ist es der Muho. Deshalb, wie gesagt, ist die Frage eigentlich absurd, wenn man sie aus der dritten Perspektive betrachtet. Da fragt sich der Muho, warum er Muho ist. Deshalb vielleicht mal ein Gedankenexperiment. Angenommen, es gäbe zwei Welten, Welt A und Welt B. Und diese beiden Welten sind exakt identisch. Außer einem kleinen Detail. In der Welt A bin ich Muho, so wie ich jetzt tatsächlich Muho bin. In der Welt B bin ich nicht Muho. Das ist so eine Welt, wo ich aufwache und ich bin ein Ungeziefer, das neben dem Muho aufwacht. Und der Muho schnarcht da. Und aus irgendeinem Grunde bin ich nicht der Muho in dieser Welt. Oder es könnte auch eine Welt sein, in der ich gar nicht existiere. Der Muho existiert. Und der Muho denkt dasselbe und stellt sich dieselben Fragen wie in der Welt A, aber ich bin nicht der Muho. Das bedeutet, für alle anderen hier in diesem Raum sind die beiden Welten exakt dieselben. Es gibt nur einen, für den sich die beiden Welten unterscheiden, und das bin ich. Nur die erste Welt, Welt A, existiert für mich. Die Welt B ist eine Traumwelt. Was unterscheidet diese beiden Welten? Und was das Ganze ein bisschen rätselhaft macht, ist, dass in beiden Welten der Muho sich fragt, warum bin ich Muho? Wer bin ich? Auch in der Welt, in der gar nicht ich bin. In der Welt B ist der Muho gar nicht ich und trotzdem fragt er sich, warum bin ich Muho? Wer fragt sich in dem Moment, warum er Muho ist? Also es scheint tatsächlich so, dass es zwei Welten sind, die dieselbe Welt sind, aber aus meiner Perspektive könnte es keinen größeren Unterschied geben. Nur ich weiß, dass ich in diesem Moment Muho bin, dass ich nicht in der Welt B lebe. Ich weiß nicht, ob manche hier vielleicht widersprechen würden, aber das ist ein Detail, das nur ich weiß und das selbst ein allwissender Gott, der am ersten Tag der Welt die Welt geschaffen hat, nicht weiß. Angenommen, es gibt einen Gott, der, so wie in der Bibel erklärt wird, die Welt geschaffen hat und der jeden einzelnen von uns geschaffen hat und der genau weiß, was in unseren Köpfen vorgeht. Selbst dieser Gott wüsste nicht, dass ich Muho bin.
Denn selbst für diesen Gott wäre die Welt A und die Welt B genau dieselbe. Er wüsste genau, was in jedem von uns vorgeht. Aber er weiß nicht, welcher von den in diesem Saal versammelten Mucho ist. Oder ich bin. Er weiß, wer Mucho ist. Selbst Gott weiß nicht, wer ich bin. Insofern ist es kein Wunder, dass ich es nicht weiß. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt hier bin. Und selbst das weiß Gott nicht. Wenn es mich nicht gäbe, aber den Mucho, Gott könnte den Unterschied nicht erkennen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sich die Frage stellt, warum ist heute der 22. September 2019? August. Danke. Warum ist heute der 22. August 2019? Es könnte jeder andere Tag gewesen sein. Gut, weil gestern der 21. war. Aber warum leben wir überhaupt im 21. Jahrhundert? Und nur wir wissen, dass jetzt der 22. August 2019 ist. Das ist auch etwas, was wir dem allwissenden Gott voraus haben. Denn wenn es den allwissenden Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, dann hat er auch die Zeit geschaffen. Er steht außerhalb der Zeit. Für ihn ist alles gleichzeitig Gegenwart. Wenn der allwissende Gott auf die Welt und die Zeit blickt, weiß er nicht, welcher Tag heute ist. Für ihn sind alle auf dieselbe Weise Realität. Und er weiß nicht, wer ich bin. Er weiß nur, wer Mucho ist. Darum geht es mir bei dieser Frage, wer bin ich? Ich gehe jetzt über zur nächsten Frage der goldenen Rosenkreuzer. Die nächste Frage ist, wer ist der Mensch, bevor das wahre Selbst geschaut oder realisiert wird? Und meine Antwort: Der Mensch war nie vom wahren Selbst getrennt. Es ist also nicht so, dass ich früher vielleicht noch nicht das wahre Selbst bin, aber dann nach einer Erleuchtungserfahrung bin ich endlich das wahre Selbst. Der Mensch war nie vom wahren Selbst getrennt. Wahrscheinlich lernt er um das 2. Lebensjahr herum, sich langsam mit der Rolle zu identifizieren, die das Spiel des Lebens für ihn hat. Er lernt ich und du zu sagen. Dann, einige Jahre später, fragt er sich, warum bin ich ich? Warum nicht ein anderer? Warum bin ich überhaupt in der Welt? Und wer oder was stellt diese Frage? Solche Fragen stellen sich viele Menschen schon als Kinder. In solchen Fragen klingt das wahre Selbst durch. Die Erinnerung an den Zustand, bevor man sich mit seiner Menschenrolle identifiziert hatte. Gibt es hier irgendjemand, der sich nie solche Fragen gestellt hat? Ja, nie gestellt. Das ist wahrscheinlich ein gesunder Mensch. Also, ich weiß nicht, ob es hier Menschen gibt, die in der Psychiatrie arbeiten oder Psychologen sind, aber wahrscheinlich ist das so das Ideal des Psychiaters. Jemand, der sich nie fragt, warum bin ich überhaupt hier? Aber offenbar die Minderheit. Ich persönlich habe mich relativ früh gefragt. Zunächst war es für mich die Frage, warum überhaupt leben? Wahrscheinlich auch deshalb früh, weil meine Mutter starb, als ich 7 war. Und schon als Grundschüler war mir klar, das wird auch mir passieren. Ich werde sterben. Warum gehe ich dann in die Schule? Um später mal einen Job zu haben, sagt mir mein Vater. Okay, aber wozu brauche ich den Job? Um Geld zu verdienen, um eine Frau zu finden, um eine Familie zu gründen. Aber ich sterbe, die Kinder sterben, die Enkel sterben, der Planet geht zugrunde. Warum das Ganze? Ich habe mir dieses Leben nicht gewählt, will ich das überhaupt? Und dann eben diese zweite Frage, woher kommen diese Fragen eigentlich? Wer fragt sich das? Da ist dieser ständige Fluss von Gedanken und Fragen, wo kommen die eigentlich her?
Wer ist das, der da denkt und sich Fragen stellt? Und ich war überrascht, dass ja weder mein Vater noch der Pfarrer in der Kirche noch die Lehrer in der Schule mir das beantworten konnten auf eine zufriedenstellende Art und Weise. Denn für mich war das die zentrale Frage. Und wenn ich in der Schule beigebracht bekomme, warum Wasser aus dem Hahn fließt, wenn ich den drehe, warum nicht auch die Frage, warum gibt es diese Welt überhaupt? Und warum gibt es einen und nur einen Menschen, der ich bin und nicht ein anderer? Das sind doch eigentlich die zentralen Fragen. Warum stellt sich die keiner? Oder damals. Damals kam ich mir so vor, als wäre ich die Minderheit. Und alle anderen schienen sich diese Frage nicht zu stellen. Erst sehr viel später merkte ich, dass ich nicht der Einzige bin. Dass es da zum Beispiel den Buddha gegeben hat oder auch viele Philosophen, die sich diese Frage gestellt haben. Und naja, hier in meiner Antwort sage ich, das ist wahrscheinlich die Erinnerung an den Zustand, bevor man sich identifiziert hat mit diesem einen Mucho. Bevor ich gelernt habe, diese Person als ich zu bezeichnen, war alles ich, da gab es keinen anderen. Und irgendwann lernt man, dass es da durchaus andere gibt, die man du oder er oder sie oder es nennt, und einen, das bin ich. Und dann noch etwas später geht es plötzlich nur noch um diesen einen. Dass der weiterkommt im Spiel des Lebens. Aber dieses Spiel des Lebens beginnt dann seinen Sinn zu verlieren, wenn man sich daran erinnert, aber es hat ja ein Ende. Irgendwann muss ich die ganzen Punkte, die ich gesammelt habe, wieder abgeben. Warum mache ich das? Warum verbringe ich meine Tage damit, möglichst gute Noten zu haben in der Schule und später mal eine Freundin zu haben, beliebt zu sein, beim anderen Geschlecht und ein schickes Auto zu haben und eine Familie und so weiter und so weiter, wenn es mir sowieso weggenommen wird? Also ich war überrascht als Kind, dass niemand mir diese Frage beantworten konnte, noch nicht mal sie sich gemeinsam mit mir stellen wollte. Und es war dann eine Befreiung, als ich später merkte, oh, ich bin nicht der Einzige. Und wie der Peter gesagt hat, im Zen, in den Koans, ist es sogar die zentrale Frage. Ich gehe mal weiter mit dem Fragenkatalog. Wer ist er danach? Also diese Frage bezieht sich auf den Menschen. Die erste Frage ging, wer ist der Mensch, bevor er das wahre Mensch, das wahre Selbst findet? Wer ist er danach? Wer ist der Mensch, nachdem er das wahre Selbst geschaut oder realisiert hat? Geht es um ein Erwachen oder um eine Wesensveränderung oder? Meine Antwort: Davor und danach ist er das wahre Selbst. Und wichtig, auch danach ist er noch Mensch. Es geht darum, ganz als Mensch zu leben, ohne das wahre Selbst, das vor der Identifikation liegt, zu vergessen. Man spielt das Spiel von Neuem, aber nun weiß man, dass es nur ein Spiel ist. Nächste Frage. Kann man etwas dazu sagen, wer den Weg eigentlich geht? Der Mensch würde den Weg nicht gehen, wenn ihn das wahre Selbst nicht auf den Weg geschickt hätte. Das wahre Selbst könnte den Weg nicht gehen, wenn ihm der Mensch nicht Füße gäbe. Und die letzte Frage. Wie schätzen Sie die Bedeutung der Realisierung, der Schau des Selbstes für das tägliche Leben ein? Wie für die Menschheit allgemein? Und meine Antwort:
Wenn er das Spiel von außen betrachtet, erkennt der Mensch, dass Gewinnen und Verlieren bedeutungslos sind. Nun kann er nach neuen Regeln spielen. Das sind die Regeln eines Bodhisattva. Schenken, Worte der Liebe sprechen, für andere da sein, keine Unterschiede machen. Mit diesen neuen Regeln macht das alte Spiel mehr Spaß. Die Hoffnung ist, auch anderen Spielern die Augen zu öffnen, ihnen dabei zu helfen, sich an ihr wahres Selbst zu erinnern, um zurückzukommen in den Zustand, bevor es nur noch um das Gewinnen und Verlieren dieser einen Person ging. Ich möchte das Problem, um das es mir geht, an einigen Beispielen illustrieren. Vielleicht mal zunächst ein Beispiel, das nicht aus dem Zen kommt, sondern von einem argentinischen Dichter mit dem Namen Borges, der einen Text geschrieben hat, einen recht kurzen Text, Borges und ich. Ich werde die Hälfte davon weglassen und die andere Hälfte lese ich mal vor. Der Autor Borges schreibt: Dem anderen Borges passiert immer alles. Ich schlendere durch Buenos Aires und bleib stehen. Vielleicht schon unwillkürlich, um einen Bogengang und die Gittertür zu betrachten. Von Borges erhalte ich Nachrichten durch die Post und lese seinen Namen in einem Professorenkolleg oder in einem biografischen Lexikon. Ich mag Sanduhren, Landkarten, die Typografie des 18. Jahrhunderts, Etymologien, das Aroma von Kaffee und Stevensons Prosa. Der andere teilt zwar diese Vorlieben, aber in aufdringlicher Art, die sie zu Attributen eines Schauspielers macht. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass wir auf schlechtem Fuß miteinander stünden. Ich lebe so vor mich hin, damit Borges seine Literatur ausspinnen kann. Und diese Literatur rechtfertigt mich. Und hier kürze ich ein bisschen. Vor Jahren wollte ich mich von ihm befreien und ging von den Mythologien der Vorstadt zu Spielen mit der Zeit und mit dem Unendlichen über. Aber heute gehören diese Spiele Borges und ich werde mir etwas anderes ausdenken müssen. So ist mein Leben eine Flucht und alles geht mir verloren und gehört dem Vergessen oder dem anderen. Ich weiß nicht, wer von beiden diese Seite schreibt. Und da endet der Text, den man auf verschiedene Weise interpretieren kann. Man könnte diese Spaltung zwischen Borges und ich interpretieren als jemand, der sich von seinem Image, wie es von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, trennt und sagt, ich bin ja gar nicht so, wie mich die Öffentlichkeit sieht. Und alle anderen, die kennen nur mein offizielles Ich und die kennen mich durch meine Bücher. Aber mein wirkliches Ich, das ist anders. Oder das ist einer, der vielleicht eine extrovertierte Seite hat, die sich gerne mitteilt und der auch eine introvertierte Seite hat. Und in diesem Text, da drückt sich seine introvertierte Seite aus, die sich über die extrovertierte Seite beschwert. Wenn ich den Text lese, klingt für mich dieselbe Frage durch, die ich mir schon früh gestellt habe. Warum bin ich Mucho? Natürlich ja, da stellt sich bereits der Mucho die Frage. Deshalb dieser letzte Satz. Ich weiß nicht, wer von beiden diese Seite schreibt. Ich weiß gar nicht, wer die Frage stellt. Der Mucho stellt sich die Frage, aber der Mucho weiß doch gar nicht, dass ich der Mucho bin. Denn der Mucho würde sich die Frage auch in der Welt B stellen. Wie kommt es, dass der Mucho sich eine Frage stellt, die er sich eigentlich gar nicht stellen kann?
Das nächste Beispiel kommt aus einer Koan-Sammlung, dem Mumonkan. Das ist die erste Sammlung, die man im Rinzai-Zen, wenn man sich mit Koans beschäftigt, durcharbeitet. Das erste Koan ist vielleicht auch das bekannteste auf die Frage, warum hat, oder nicht warum, sondern hat ein Hund die Buddha-Natur? Antwortet der Zen-Meister Mu. Was wörtlich bedeutet, da ist nichts, auch keine Buddha-Natur. Und der Schüler muss sich damit befassen, was dieses Mu bedeutet. Und dann etwas später im Mumonkan gibt es die Geschichte von einem Fräulein C. Das Koan selbst ist relativ knapp. Das Koan heißt, die Seele des Fräuleins C wurde in zwei gespalten. Welches ist die echte Seele? Und die Geschichte dahinter ist, dass das Fräulein C sich in ihrer Jugend verliebt hatte. Aber ihre Eltern erlaubten ihr nicht zu heiraten. Also ist sie weggelaufen von zu Hause mit ihrem Liebhaber in ein fremdes Land, wo sie geheiratet haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, würde man vielleicht denken. Aber das Fräulein C wurde krank, als es nicht mehr das Fräulein, sondern die Frau C war. Und sagte ihr Mann, ich will noch mal zurück zu meinen Eltern. Ich habe meine Eltern jetzt so lange nicht gesehen, ich muss zurück zu meinen Eltern. Also gehen die beiden zurück ins Elternhaus. Und als sie die Tür öffnen, stellen sie überrascht fest, das Fräulein C ist nie von zu Hause weggegangen. Die ist da noch zu Hause und ist ihren Eltern gefolgt, aber ebenfalls ein bisschen depressiv und krank. Und das Koan ist nun, welches ist die wirkliche See? Und das kann man ebenso wie diesen Text von Borches so interpretieren, dass in der einen Welt die See den Eltern gefolgt ist und den Erwartungen der Gesellschaft und in der anderen Welt ist die See ihren eigenen Emotionen gefolgt und hat gemacht, was sie wirklich will. Ich finde das Koan interessanter, wenn man es sich so vorstellt. Angenommen, ich komme heute Abend nach Hause und ich bin verheiratet, meine Frau heißt Tomomi und das sind zwei Tomomis und die behaupten beide, die wirkliche Tomomi zu sein. Und ich blicke denen tief in die Augen und es ist dieselbe Tomomi. Die bestehen aber darauf, dass die alleinige Tomomi sind und die andere, das ist eine Doppelgängerin, das ist eine Fälschung. Erkennst du mich nicht, liebst du mich nicht, du musst doch sehen, dass ich die wirkliche Tomomi bin. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich liebe euch doch beide, ich bin froh, jetzt habe ich zwei von euch, dann wären die wahrscheinlich beide wütend zurecht. Es gibt keinen Weg für mich zu entscheiden, welches die wahre Tomomi ist. Angenommen, dasselbe würde mir passieren. Ich blicke in den Spiegel und da sind zwei Muhos. Dann wüsste ich auch nicht, welcher von den beiden der wahre Muho ist. Wenn die beide genau gleich aussehen und ich hebe meine Augenbraue und beide im Spiegel heben auch auf dieselbe Weise die Augenbraue. Und dann gucke ich neben mich und da sehe ich den Doppelgänger stehen. Und jetzt weiß ich, okay, das eine Spiegelbild, das gehört zum Doppelgänger und das andere, das bin ich. Wenn ich in den Spiegel blicke, weiß ich nicht, welches der echte Muho ist. Aber hätte ich irgendwelche Schwierigkeiten, mich von meinem Doppelgänger zu unterscheiden? Nein. In keinem Moment würde ich denken, ja, vielleicht bin ich ja mein Doppelgänger. Das Einzige, was ich genau weiß, ist, ich bin Muho. Und selbst wenn da einer ist, der identisch mit mir wäre, das bin nicht ich. Das kann ich nicht sein. Was ist dieser Unterschied zwischen dem Doppelgänger Muho und mir? Was unterscheidet uns beide?
Ein Zen-Meister würde vielleicht Wah! Als Antwort geben, beliebte Antwort. Manche Meister traktieren ihre Schüler mit Faustschlägen oder umgekehrt. Das sind die Schüler, die die Meister mit Faustschlägen traktieren. Ist auch eine Koan-Antwort, aber die Meister schätzen es in der Regel nicht, wenn man die Antwort so oft anwendet. Ein Meister ging so weit, dass er seinem Schüler den Finger abgehackt hat und in dem Moment wurde er erleuchtet. Was versteht man in dem Moment? Dass es nichts gibt, außer dem, was hier in diesem Moment sich verwirklicht. Und das könnte man auch das wahre Selbst nennen. Es gibt, wenn man in den Spiegel blickt, Möglichkeit zu zweifeln, wer bin ich eigentlich? Bin ich der eine oder andere? Wenn mich aber jetzt jemand fragen würde, hier sind in diesem Raum 100 Bewusstseine, weißt du, welches von den 100 deins ist? Keiner hier hätte Schwierigkeiten. Ja, das Einzige, was überhaupt sich hier verwirklicht. Es gibt nur ein Bewusstsein, das aktuell sich hier verwirklicht. Es ist genauso wie wenn man sagen würde, die Geschichte der Menschheit ist lang. Weißt du, welcher Moment der gegenwärtige ist? Natürlich, es ist der einzige, den ich habe. Und das möchte ich jetzt mal illustrieren durch etwas, was ein Zen-Meister mit dem Namen Uchiyama in einem Buch veröffentlicht hat. In der Vorstellung sprach der Peter vom Sawaki. Der Uchiyama ist ein Schüler vom Sawaki. Und der versucht, die Struktur des Selbst mit 6 Bildern darzustellen. Das erste Bild stellt die Welt so dar. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt. Und wir wissen noch nicht mal genau, was in der Welt des anderen vor sich geht. Der Sawaki hat mal gesagt, wir können noch nicht mal einen Furz mit einem anderen tauschen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht genau, wovon jemand spricht, wenn er sagt, ich habe Zahnschmerzen. Bei sich selbst weiß man es. Aber die Zahnschmerzen eines anderen kann man nicht spüren. Wenn man sie spüren könnte, dann wären es die eigenen Zahnschmerzen. Es wären nicht mehr die Zahnschmerzen des anderen. Wir sind uns einig darüber, dass Tomaten rot sind, aber was andere sehen, wenn sie die rötete Tomate sehen, wissen wir eigentlich nicht. Das zweite Bild, da sind diese 3 Figuren am Kopf miteinander verbunden, und zwar durch die Sprache. Deshalb sind wir uns einig, dass Tomaten rot sind, denn wir sagen, wir verwenden dasselbe Wort rot. Eigentlich leben wir in getrennten Welten, aber wir sind in der Lage zu kommunizieren mit Worten. Und das dritte Bild, mit diesen Begriffen, die wir verwenden, erschaffen wir uns eine Welt, über deren Inhalt wir mehr oder weniger einig sind. Das vierte Bild, da ist der Körper, alles was hier unten kommt, plötzlich abgetrennt. Plötzlich leben wir in dieser Welt, die wir uns erschaffen haben. Und wir sind einer von den Schauspielern in diesem Film, über den wir uns einig sind. Oder in dem Beispiel des Spiels. Ich bin jetzt plötzlich eine Spielfigur. Und es ist plötzlich möglich, sich mit anderen zum Beispiel zu vergleichen. Bin ich besser als du, schlechter als du? Wer von uns hat mehr Punkte gesammelt? Wer von uns ist weiter? Wir tun uns zu Gruppen zusammen und die eine Gruppe kämpft gegen die andere Gruppe. Ein großer Unterschied zu hier, wo eigentlich kein Vergleich möglich ist. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Und hier sind Vergleiche möglich. Wer ist der Erste in der Klasse? Wer ist der Schnellste beim Wettlaufen? Das fünfte Bild, da setzt sich einer hin und macht Zazen.
Und plötzlich entdeckt er wieder das, was hier unter dem Fernseher, unter dem Bildschirm war, seinen Körper. Oder das, was ihr für eine Sekunde vielleicht gehört habt, als ich hier auf den Tisch geschlagen habe. Da ist plötzlich nur noch das. Und dass sich hier heute am 22. August 2019 dieser Muro da steht und redet und ich, also nicht ich, sondern einer von euch, ich sitze hier in meinem Stuhl und höre mir das an. Also die Erzählung hier oben, die vergisst man für einen Moment. Und darum geht es auch im Zazen, dass man raus aus der Zeit rein in diesen Moment kommt. Zum Beispiel auch durch das Beobachten des Atmens, aber es kann alles sein. Man hört die Vogelstimmen, man spürt den Körper und ist zumindest für den Moment raus aus der Geschichte, die sich hier oben abspielt. Und dann das letzte Bild, das der Uchiyama vorstellt, ist eins, da gibt es nur noch eine Figur hier. Obwohl es auch mehrere sein könnten, glaube ich. Aber der Uchiyama Roshi schreibt, bringt hier nur eine Figur. Und er sagt, das wahre Selbst ist die ganze Welt und die Erfahrung dieser Welt. Und der Mensch, der diese Welt erfährt. Und das alles zusammen, als eins. Und um diese Erfahrung geht es am Anfang im Zen. Zum Beispiel auch in dem Koan Mu bei der Frage, was war dein Gesicht, bevor deine Eltern geboren wurden? Oder bei dem berühmten Koan 2, Hände ergeben ein Klatschen. Wie ist es mit einer Hand? Was für ein Ton hörst du, wenn nur eine Hand klatscht? Da geht es um diese Erfahrung. Kein Vergleich. Es gibt nur dies. Und alles andere ist eine Erzählung, die man sich später zurecht macht. Wenn man rauskommt aus der Erzählung, gibt es nur dies. Und der Unterschied zum ersten Bild ist, dass beim ersten Bild zwar kein Vergleich möglich ist, aber da sind ja noch die anderen. Jeder von uns hier oder jeder von euch hört wahrscheinlich einen anderen Vortrag, obwohl nur ein Muro hier spricht, aber jeder hört was anderes. Hier gibt es nur eine Realität. Es gibt keine anderen. Es gibt keinen anderen. Das hier ist eigentlich das, was wir den gesunden Menschenverstand nennen würden. Und das liegt davor. Wir können uns wahrscheinlich nicht erinnern, wie die Welt war, bevor wir 2 Jahre alt waren. Aber wahrscheinlich ein Einjähriger sieht die Welt so. Da gibt es nur mich. Und die Töne und die Klänge und all das bin ich und sonst gibt es nichts. Und hier hört Uchiyama Roshi auf. Und er versucht, aus diesem letzten Bild auch das Mitgefühl eines Bodhisattvas zu erklären. Indem er sagt, in dieser Welt gibt es ja nur mich. Insofern auf ganz natürliche Weise werde ich auch die anderen lieben wie mich. Denn sie sind ja alle Teil von mir. Alle leidenden Wesen sind ein Teil von mir. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich ja gar nicht anders als Mitgefühl haben für andere. Seltsamerweise hat der Uchiyama Roshi das Buch, in dem diese Illustration vorkommt, es hat den Titel, auf Deutsch wäre das Fortschritt und Gelassenheit. Es geht da auch ein bisschen um den Vergleich zwischen Buddhismus und Christentum. Buddhismus nennt er eine Religion der Gelassenheit und Christentum eine Religion des Fortschritts. Da geht es hin auf das Reich Gottes zu.
Im Buddhismus geht es eher darum, hier und heute in diesem Moment die Dinge so zu sein, wie sie sind. So zu lassen, wie sie sind. Und Uchiyama Roshi sagt, beides ist nur die Hälfte der Wahrheit. Wir brauchen beides zusammen. Es reicht nicht einfach nur zufrieden zu sein mit dem Zustand, so wie er ist. Aber Fortschritt ist auch nicht die Antwort. Und dieses Buch, Fortschritt und Gelassenheit, hat er dann später aus dem Druck genommen. Er hat viele Bücher geschrieben, aber das ist das Einzige, das er aus dem Druck genommen hat. Und keiner weiß genau warum. Außer ich. Glaube ich zumindest. Ich glaube zumindest eine Ahnung zu haben. Und zwar deshalb, weil diese Erklärung, dass aus dieser Erfahrung die Bodhisattva-Praxis, das Mitgefühl auf natürliche Weise erscheint, da fehlt was, da stimmt was nicht. Für mein Gefühl fehlt da noch was. Und zwar deshalb, weil, wenn man erkannt hat, es gibt nur mich, mit mir entsteht die Welt. Als Gott am Anfang sagte, es werde Licht, wer hat das Licht gesehen? Ich habe das Licht gesehen. Und wenn ich sterbe, dann wird das Licht ausgehen, dann gibt es keine Welt mehr. Aus dieser Erfahrung allein wird, glaube ich, keine Bodhisattva-Praxis. Da fehlt noch etwas. Da fehlt etwas, um das es zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal ein Koan erwähnen darf, ein relativ bekanntes Koan, von einem Eremiten, der sich mit Leib und Seele der Zen-Praxis widmete und dabei von einer alten Dame unterstützt wurde. Die hat dem Eremiten eine Klause gebaut und ihrer Enkeltochter aufgetragen, zweimal täglich Mahlzeiten, die sie für den Eremiten gekocht hat, in die Klause zu bringen. Und das viele Jahre lang, damit der Eremit sich ganz der Praxis widmen kann und die Erlösung finden kann. Und nach vielen Jahren, die Enkeltochter war auch am Anfang noch ein Kleinkind, inzwischen ist sie eine blühende 20-Jährige, möchte die Großmutter mal testen, wie weit der Eremit auf seinem Weg gekommen ist. Und sie sagte, Enkeltochter, versuch mal, den zu verführen, wenn du ihm das nächste Mal eine Mahlzeit bringst. Und das tut sie. Und wie genau sie das getan hat, wissen wir nicht, aber der Eremit soll geantwortet haben, frei übersetzt, was du da tust, das ist so, als würde jemand versuchen, eine vertrocknete Kiefer mitten im Winter zum Blühen zu bringen. Also es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Der Eremit hatte sich von allen seinen Begierden befreit. Er war wahrscheinlich auch schon längst aus dem Spiel, das wir alle spielen. Diesem Spiel, wo es darum geht, Punkte zu sammeln, bei den Frauen beliebt zu sein. Er hatte das Spiel als Spiel durchschaut und hatte sich aus dem Spiel verabschiedet. Wahrscheinlich war er schon hier bei dem 6. Bild. Er war eins mit dem Universum. Und in dem Moment gab es für ihn nichts mehr zu erreichen. Er hatte ja schon alles. Also sagte er, was du da tust, ist sinnlos. Du wirst eine vertrocknete Kiefer nicht mehr zum Blühen bringen. Und als die Großmutter das hörte von ihrer Enkelin, wurde sie wütend und brannte die Hütte nieder. Wir wissen nicht, ob der Eremit noch in der Hütte war, als die niederbrannte. Wenn er wirklich so weit war, dann wird er da vielleicht gesessen haben, selbst als die Hütte brannte. Und die Hitze kann mir doch nichts ausmachen. Vielleicht hat er in dem Moment doch noch eine kleine Erleuchtung gehabt und ist aus der Hütte rausgelaufen. Wir wissen das nicht. Die Frage, um die es bei diesem
Co. angeht, ja, was hat der Großmutter da gefehlt? Und wie hättest du geantwortet, wenn du der Eremit warst? Was da fehlt, ist genau das, was hier in diesem Bild fehlt. Eins sein mit allem allein reicht nicht, um einen anderen zu retten. Obwohl theoretisch, wenn man eins ist mit allem und man ist erlöst, dann sind ja alle anderen auch erlöst. Ich bin ja eins mit allem. Aber da ist eine Person, die sagt, nein, ich nicht, ich noch nicht. Bitte rette mich auch noch. Wie macht man das? Deshalb, wie der Peter schon ganz am Anfang gesagt hat, ich bin mir selbst noch gar nicht so sicher, wer bin ich eigentlich? Gewiss, diese Antwort, die ich eben gegeben habe, ich schaue hier auf den Tisch, da ist dieser Klang und da ist nichts außer dem Klang, hier und jetzt, in diesem Moment. Das bin ich. Dann sind dann immer aber auch noch andere, die sagen, ich verstehe das nicht. Ich habe mich aus dem Spiel verabschiedet, aber da sind noch andere, die vollkommen absorbiert sind in dem Spiel, die sich ganz mit der Figur identifizieren, die sie zufällig spielen. Es reicht jetzt nicht, sich ganz allein aus dem Spiel zu verabschieden. Man muss nochmal zurück an den Spieltisch und mitspielen, aber nach anderen Regeln. Und das in der Hoffnung, auch die anderen Spieler dazu zu erwecken, dass das nur ein Spiel ist und dass man auch manchmal verlieren kann und dass das vollkommen okay ist und dass man auch die Regeln des Spiels ändern kann und dass das vielleicht sehr viel mehr Spaß macht. Was bei diesen 6 Illustrationen gefehlt hat, wird in den 10 Ochsenbildern, die ich jetzt hier nicht als Bilder aufmalen werde, aber die Zen-Freunde von euch kennen die Bilder vielleicht. Wer sie nicht kennt, wird sie im Internet finden. Es sind 10 Bilder, die davon handeln, wie ein Hirt seinen Ochsen, und der Ochse steht für das wahre Selbst, seinen Ochsen zunächst vermisst, dann findet und was danach passiert. Das erste Bild stellt die Suche dar. Der Hirte ist auf der Suche nach etwas und er weiß noch gar nicht, was er da sucht. Warum bin ich hier? Wer bin ich? Welchen Sinn hat das Ganze? Und so wie ich als Kind findet er am Anfang niemand, der sich überhaupt mit der Frage beschäftigen will, außer sich selbst. Das zweite Bild, da sieht er Spuren. Da waren andere, die sich dieselbe Frage gestellt haben. Und da gibt es auch welche, die so etwas wie eine Antwort ausdrücken. Das dritte Bild, da sieht er den Ochsen, Sehen des Ochsen. Er sieht oder er hört zum ersten Mal diesen Klang. Ein Mönch sieht die Pfirsichblüten. Die hat er wahrscheinlich schon oft gesehen, jedes Jahr im Frühling. Zum ersten Mal sieht er sie wirklich. Er sieht, hier und jetzt, in diesem Moment, gibt es nichts als diese Pfirsichblüten. Sehen des Ochsen. Er erkennt das wahre Selbst. Er erkennt, dass er nicht diese Spielfigur war, sondern dass da noch einer ist, der eine Perspektive, eine weitere Perspektive hat auf dieses Spiel. Vierter Punkt, da wird der Ochse nicht nur gesehen, sondern ergriffen. Der Ergreifen des Ochsen. Der Hirte greift den Ochsen bei den Hörnern. Er wird eins mit dem Ochsen. Ich bin nicht mehr die Figur. Ich brauche ja gar nicht hier zu spielen. Es geht nicht darum, wie viele Punkte ich gewinne oder nicht.
Er hat es nicht nur verstanden, sondern jetzt lebt er es auch. Interessanterweise geht es dann weiter mit dem 5. Punkt, Zähmen des Ochsen. Warum muss der Ochse gezähmt werden? Der Ochse ist ja das wahre Selbst. Jeder, der so ein bisschen mal eine Erfahrung hat, die in die Richtung gegangen hat, wird sich befreit gefühlt haben. Auch von all diesen ethischen Imperativen. Du musst gut sein, du darfst nichts Schlechtes tun. Du musst auf der linken oder rechten Seite der Straße fahren, du musst dies und das tun. Nein, man muss das nicht tun. Das ist alles nur ein Spiel. Ich müsste jetzt auch nicht hier mit diesen seltsamen Roben hier stehen. Ich könnte auch nackt auftreten. Das sind ja alles nur Konventionen. Beim Ergreifen des Ochsen fühlt man sich zunächst wie ein Neugeborener. Und all den ganzen Ballast, den man später von den Eltern und der Schule eingetrichtert hat, ist nicht mehr als das Ballast. Den wirft man weg. Das kann aber auch zu Problemen führen. Es kann sogar zu einer Psychose führen. Was das verhindern soll, ist das Zähmen des Ochsen. Es geht zurück zum Spiel. Natürlich kann man auch verlieren, natürlich muss man nicht nach den Regeln spielen, aber wenn man sich an den Spieltisch setzt, dann sollte man auch mitspielen nach den Regeln. Das ist das Zähmen des Ochsen. Zurück ins Spiel. 6. Punkt, da reitet der Hirte reitet auf dem Ochsen nach Hause. Reitet auf dem Ochsen nach Hause. Das heißt, der Ochse ist gezähmt. Die Menschenrolle, die ich spiele, und das wahre Selbst sind in Einklang miteinander. Da gibt es nicht mehr diesen Widerspruch. Warum bin ich der Muro? Warum muss ich der Muro sein? Warum muss ich diese Rolle spielen? Gewiss, ich weiß, da ist einer, der über den Muro hinausgeht. Aber der Muro vertragen sich wieder. Der Hirte reitet auf dem Ochsen nach Hause. Und der 7. Punkt, der Hirte sitzt allein. Der Ochse hat sich aufgelöst. Was interessant ist, denn der Ochse ist ja das wahre Selbst. Warum löst sich nicht der Hirte auf? Wäre doch eigentlich sehr viel überzeugender, wenn sich der Hirte auflöst und das nur noch der Ochse am Schluss. Nein, interessanterweise ist da nur noch der Hirte, der Mensch, Muho. Und dieser andere, der glaubt nicht Muho zu sein, das sogenannte wahre Selbst hat sich plötzlich aufgelöst und plötzlich bin ich der ganz normale Muho. Und das ist okay so. Der Hirte sitzt allein. Der 8. Punkt wird als Bild in der Regel als ein leerer Kreis dargestellt. Die Leere. Sowohl der Hirte als auch der Ochse sind nicht mehr da. Ein bisschen so wie das 6. Bild von Uchiyama. Da ist nichts mehr. Oder alles ist eins. Leere ist Form, Form ist Leere. Aber da hört die Suche nicht auf. Und das ist wichtig. Danach kommt der 9. Punkt. Da blühen hier plötzlich wieder Pfirsichblüten. Irgendwas keimt da. Da keimt etwas. Was da keimt, ist letztlich das Thema des Vortrags vom letzten Jahr. Nächstenliebe, Mitgefühl. Ich bin befreit von dem Spiel, von dem Zwang, Punkte zu sammeln. Aber das sind noch andere, die gefangen sind in dem Spiel. Ich muss was tun. Ich muss zurück an den Tisch. Und der 10. Punkt, zurück mit leeren Händen auf den Marktplatz. Mit leeren Händen. Oft wird ein dicklicher Mann dargestellt, wie er zurückgeht in die Menschenmenge. Ich persönlich habe Schwierigkeiten, den Schritt vom 7.
zum 8. Punkt nachzuvollziehen, beziehungsweise jeder hat seine eigene Interpretation hier. Aber ich persönlich glaube, dass es eigentlich gar keinen Schritt gibt von zwischen 7 und 8, sondern ich persönlich glaube, dass 8, 9 und 10 eine Zusammenfassung sind dessen, was hier vorausgeht. 8, die Lehre, ist im Grunde schon für mich hier erkannt. Ich bin nicht der Muro, sondern ich bin alles. Hier in diesem Moment, wo ich den Klang eines Steins, der an den Bambus stößt, höre. In dem Moment habe ich die Lehre, die eins ist mit der Form, erkannt. Aber dann, und das macht auch das Zähmen des Ochsen notwendig, da keimt etwas. Ich will zurück an den Tisch, denn ich weiß, da sind noch andere, an den Spieltisch, denn ich weiß, da sind noch andere Spieler, die noch nicht befreit sind. Ich hätte auch hier aufhören können, so wie der Eremit, der in seiner Hütte sagt, ich bin so wie eine trockene Kiefer. Der Eremit hat hier aufgehört, am 8. Punkt, der auch der 4. Punkt ist. Als Mahayana-Buddhisten oder als Christen, die auch Zen machen, darf man da nicht aufhören. Und man fragt sich, vielleicht gibt es andere Regeln, nach denen ich spielen kann. Und für mich der 10. Punkt und der 7. Punkt sind nicht so verschieden. Wenn der Hirte sitzt allein, aber allein bedeutet nicht, dass er getrennt ist von anderen Menschen, sondern dass er selbst sein wahres Selbst, diese Idee von einer Lehre, die über die Form hinausgeht, vergessen hat. Das bedeutet in den Bildern, die der Uchiyama verwendet, dass man von dieser Erfahrung der Alleinheit zurück muss zu dem, was ich gesunden Menschenverstand genannt habe. Da gibt es noch andere. Denn wenn man das nicht hat, dann kann man auch nicht mit der 16-Jährigen sprechen, die einem, oder 20-Jährigen, die einem da eine Mahlzeit bringt, zum Beispiel, wenn man der Eremit ist. Allerdings, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, verliert man das, wenn man sagt, ja, wir leben alle das wahre Selbst, ist es nicht mehr das wahre Selbst. Denn es gibt nur ein wahres Selbst und das ist das wahre Selbst, das in diesem Moment den Muho reden hört. Und davon gibt es nicht 100, sondern nur 1. Aber um anderen die Augen dafür zu öffnen, muss ich auch hier stehen können. Und das sind 2 Sichtweisen, die sich vollkommen voneinander unterscheiden. Das eine könnte man Lehre nennen, das andere Form. Und wir sagen immer, Lehre ist Form, Form ist Lehre. Aber sie sind nicht identisch. Was mir beim Uchiyama ein bisschen fehlt, ist etwas, was die französische Philosophin, manchmal wird sie auch eine christliche Mystikerin genannt, die sich aber auch mit den indischen Upanishaden beschäftigt hat, Simone Weil, die im jungen Alter von 34 Jahren verstorben ist. Sie drückt das in 2 Sätzen über die Liebe so aus. An die Existenz anderer menschlicher Wesen als solche zu glauben, ist Liebe. Wieso muss man an die Existenz anderer Menschen glauben? Es ist doch offensichtlich, dass hier andere sind. Ja, aber der Mystiker glaubt an die Existenz anderer Menschen nur als ein Teil seiner selbst. Alle sind Teil meiner selbst. Und das, würde Simone Weil sagen, ist nicht Liebe. Liebe bedeutet, daran zu glauben, dass andere ebenfalls eine Welt haben, in der sie eins mit allem sind. Dass nicht nur ich eins mit allem bin,
sondern andere haben dieselbe Welt. Aber daran muss man glauben, weil hier und jetzt gibt es nur mich. Aber wenn man da stehen bleibt, kann man andere nicht lieben. Und dann gibt es noch dieses zweite Zitat, das relativ berühmt ist unter den Zitaten von Simone Weil. Mit reiner Liebe lieben heißt in den Abstand einwilligen, heißt den Abstand verehren zwischen einem selbst und dem, was man liebt. Jeder, der verheiratet ist oder der zum Beispiel Kinder hat oder auch vielleicht nur Eltern werden alle von uns haben, weiß vielleicht, wovon Simone Weil hier spricht. Es kann sehr unangenehm sein, von Eltern geliebt zu werden, für die man nur ein Teil ihrer selbst sind. Wenn eine Mutter oder ein Vater ihr Kind nur deshalb liebt, weil es ein Teil ihrer selbst ist, wird sie oder er Schwierigkeiten haben, wenn das Kind in die Pubertät kommt und nicht mehr Teil der Eltern sein will. Meine Frau wäre wahrscheinlich nicht so begeistert, wenn ich ihr sage, ich liebe dich, weil du ein Teil meiner bist. Meine Frau will auch geliebt werden dafür, dass sie einfach nur sie selbst ist. Und in ihrer Welt bin ich ein Teil von ihr. Aber sie ist nicht Teil meiner. Und das ist etwas, was man als Mystiker leicht vergessen kann. Weil da diese Erfahrung ist, die so stark ist. Diese Erfahrung, dass ich eins bin mit allem. Eins bin mit allem und alle lebenden Wesen sind Teil von mir. Ja, aber wir müssen auch den Abstand würdigen. Wenn ich sterbe, stirbt meine Welt mit mir. Aber da sind noch Milliarden von anderen Welten, Billiarden von anderen Welten, die nicht mit mir sterben. Es gibt nur diesen einen Tag, diesen einen Moment und er ist ewig. Das bedeutet aber nicht, dass morgen, wenn es nicht mehr der 22. August 2019 sein wird, keine Welt, keine Realität gibt. Heute existiert diese Realität nicht. Heute kann ich sagen, es gibt nur den 22. August 2019. Es gibt nur mich. Wenn ihr das hört, werdet ihr lachen. Das kann doch nicht sein. Es gibt natürlich etwas anderes als den Mucho, nämlich mich. Über den heutigen Tag könnten wir uns vielleicht einig sein. Tatsächlich gibt es nur den 22. August 2019. Alles andere ist entweder eine Erinnerung, die wir heute haben, oder eine Projektion auf die Zukunft, die wir heute haben. Es gibt nichts außer dem 22. August 2019. Wenn das jemand morgen hört, wird er genauso lachen, wie wenn ich sage, es gibt nichts außer dem Mucho. Bei der Zeit könnte man sagen, natürlich gibt es noch andere Tage als den 22. August 2019. Aber es gibt nur ein ewiges Jetzt. Wenn es der 23. sein wird oder der 24., dann ebenfalls in diesem ewigen Jetzt. Wir könnten sagen, das ewige Jetzt ist wie ein Nadelöhr, durch das die Zeit fließt. Oder wir könnten sagen, das ewige Jetzt ist wie eine Lupe, die über die Zeit hinwegläuft. Die Kalenderblätter ändern sich, aber nicht dieser Moment, jetzt. Wenn es der 23. sein wird, dann immer noch in diesem Moment. Kann man dasselbe über das Ich sagen, über das wahre Selbst? Und damit bewege ich mich schon in Spekulation. In diesem Moment bin ich Mucho. Da ist aber auch jemand, der sagt, ich höre jetzt den Mucho sprechen. Könnte es sein,
dass das dasselbe ist. Dasselbe wahre Selbst. Das glaubt hier zu sprechen vor 100 anderen oder das in seinem Stuhl sitzt und glaubt dem Mucho zuzuhören. Ich sage, es ist eine Spekulation, aber ich glaube, es ist genauso denkbar, wie dass der 22. August und der 23. August Teil derselben ewigen Gegenwart sind. Aber der 22. August weiß nichts vom 23. August, außer der Projektion. Der 23. August hat nichts vom 22. außer der Erinnerung. Wer bin ich? Ich habe jetzt mehr als eine Stunde gesprochen und möchte den Raum öffnen oder die Fragen hiermit beginnen. Ja, vielen Dank, Mo, für den inspirierenden Vortrag und ich bin sicher, es gibt Fragen von Seiten des Publikums. Traut euch, Fragen zu stellen. Zunächst mal. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, bitte. Okay. Ja, ich habe das Bewusstsein vermisst. Es kam ein-, zweimal, wurde kurz das Wort Bewusstsein gesagt. Ja. Für mich ist Bewusstsein doch auch das, wo ich mich auch definiere. Was sehe ich? Ich sehe, dass da die Tomate rot ist und dann habe ich in meinem Bewusstsein diese rote Farbe vor Augen. Die habe ich, nicht mein Nachbar. Ja. Spielt das Bewusstsein keine Rolle oder ist es zu banal? Es spielt eine Rolle, würde ich sagen. Es spielt eine Rolle. Die Frage ist nur, ja, was ist dieses Bewusstsein? Die Hirnforscher würden sagen, das Bewusstsein ist eine Funktion des Gehirns. Das Komische ist bloß, angenommen wir hätten einen genialen Hirnforscher, der es ermöglichen würde, dass unsere 100 Gehirne hier vor uns lägen. Dann wäre es wie beim Spiegelbild theoretisch möglich oder in der Praxis sehr wahrscheinlich, dass man auf den ersten Blick keine Ahnung hat, welches das eigene Gehirn ist. Und man könnte dann die so ein bisschen mit dem Finger leicht berühren und bei 99 Gehirnen spürt man nichts und bei einem spürt man, die Welt ist plötzlich ganz anders. Dann weiß man, das ist das eigene Gehirn. Muss es was Haptisches sein? Wie? Muss etwas Haptisches sein? Was bedeutet haptisch? Ja, Man muss es nicht anfassen können. eben deswegen, also warum müssen nur 100 Gehirne liegen? Naja, also es geht mir um die Frage, was ist Bewusstsein? Ne? Das Mysterium oder das Geheimnis ist komischerweise hier sind 100 Gehirne, es gibt aber nur ein Bewusstsein. Aktuell, für mich. Aber das ist diese zweite Weltsicht, der gesunde Menschenverstand. Ich räume den 99 Zuschauern ein, dass sie auch ein Bewusstsein haben, obwohl ich eigentlich keinen Grund dafür habe, außer dass ich das gelernt habe, dass ich nicht der Einzige bin. Und Zen bringt uns zunächst zurück zu dieser Erfahrung, nein, es gibt nur das hier. Und ich habe versucht zu erklären, aber daraus entspringt kein Mitgefühl. Bewusstsein, ja, Bewusstsein bin ich. Und das Bewusstsein erstreckt sich überall hin. Es gibt keine Grenzen des Bewusstseins. Aber ich brauche irgendwo eine Grenze oder ich brauche auch diese Perspektive von Simone Weil. Da gibt es einen Abstand, einen unüberbrückbaren Abstand zum nächsten Bewusstsein. Und dann bleibt die Frage, ja, warum bin ich dieses Bewusstsein und nicht das andere? Ich könnte doch beide sein. Oder gar keins.
Wie kommt es, dass es von den 7 Milliarden Bewusstseinen in der Welt eines und nur eines gibt, dessen ich mir bewusst bin? Die sind sich doch alle bewusst. Wie kommt es, dass sich hier und jetzt nur dieses Bewusstsein bewusst ist? Das war die Frage, mit der ich angefangen habe. Ne? Also zu sagen, das Selbst ist das Bewusstsein, löst die Frage nicht. Sie wird dann nur umformuliert. Wie kommt es, dass sich nur ein Bewusstsein hier bewusst ist, nämlich meins? Wie kommt es, dass dieses Bewusstsein meins ist? Ja. Okay, gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Ulrike. Ja, es ist eigentlich keine Frage, sondern nochmal auf diese Geschichte mit See oder Seijo zurückzukommen. Ja. Sie hat sich ja nicht gefragt, wie viele andere Sees gibt es noch, sondern sie hatte diesen einen Moment, wo sie die Trauer gespürt hat und ihre Eltern vermisst hat. Und von da hat sich eigentlich alles von selbst ergeben. Sie hat eigentlich nur wahrgenommen und gespürt. Das ist dieser Moment, den festzuhalten oder zu ergreifen oder wieder loszulassen. Und dann ergibt sich das andere von selbst, die Rückkehr, die Versöhnung mit dem Vater und zu sehen, dass da auch eine Seijo eben zurückgeblieben ist, die genauso getrauert hat. So kann man, glaube ich, das Koan auch lösen, oder wahrscheinlich ist das die traditionelle Lösung, dass man vollkommen diese Person annimmt, von der man sich bis dahin distanziert hat. Ja, ich bin Muho, mit allem, was dazugehört. Also ich habe damit keine Probleme. Aber dann ist eben auch noch die andere Seite im Zen, zu sagen, es gibt ja nur diesen, oder es ist eigentlich keine andere Seite, es ist dieselbe Seite, es gibt ja nur diese Se, nur diesen Muho. Und das bin ich. Aber dieser Muho hat keinen Namen. Er hat keinen Namen. Und ja, das Dilemma ist, dass mich alle mit Muho ansprechen. Der Abt Muho, der war in Japan und ich habe da ein Foto von ihm gesehen und er hat Bücher rausgegeben und so weiter. Ja, das bin ich auch. Und ja, zum einen die Realisation, das bin ich nicht. Die andere Realisation, das wäre das, was du gesagt hast, das bin ich doch. Ja, das bin ich. Das wäre dann schon so ein bisschen hier, der Hirte hat den Ochsen vergessen und sitzt alleine. So kann man es auch interpretieren. Aber das ist eigentlich die bessere Interpretation. Ja. Ich habe vielleicht das Koan ein bisschen missbraucht. Aber ja, danke, dass du das gesagt hast. Ja, Christian? Bitte. Die Frage ist, sind wir hier nicht an der Grenze des Ausdrückbaren? Vermutlich, ja. Ja, sind wir. Denn es heißt ja in dem Gedicht des dritten Patriarchen, Worte und Wege führen ins Nichts. Das ist doch eigentlich, wo wir angekommen sind, denn wie wir es drehen und wenden, die Worte können das eigentlich nicht ausdrücken, was man eigentlich erfährt. Und das ist ja eigentlich die Definition der Meditation. Worte und Reden führen uns nicht ins Nichts und das sind ja wiederum Worte. Das sind Widerworte und er sagt nämlich dann in dem nächsten, Vergangenheit und Zukunft sind sie nicht ein ewiges Jetzt. Das ist eigentlich diese Art Paradoxie, aber auch eigentlich, wie soll man es sagen, dass eigentlich das Nichts und die Gegenwart so da sind. Und was soll man dazu sagen, zu dieser Gegenwart? Das ist natürlich Paradoxie zu dem, was wir sehen. Was ist vielleicht dann alles ganz anders? Aber das ist natürlich eine Frage der Erfahrung und nicht der Realität der Worte. Die Erfahrung ist immer die Erfahrung des Hier und Jetzt und Vergangenheit und Zukunft sind nichts als Teil dieses Hier und Jetzt. Trotzdem muss ich in der Lage sein, einen Flug zu reservieren, wenn ich nach Deutschland kommen will und ich muss dann auch 1,5 Stunden vor Abflug am Bahnhof sein, nicht am Bahnhof, sondern am Flughafen.
Solange ich am Spiel teilnehme. Genau. Und das sind eben, ja, zwei vollkommen widersprüchliche Realitäten. Die eine, die sagt, Worte sind nichts, die haben keine Realität, aber dann muss man das doch sagen. Aus irgendeinem Grunde hat es der dritte Patriarch für nötig befunden, das in Worten auszudrücken. Das heißt, er hat auch wieder am Spiel teilgenommen. Er hat am Spiel teilgenommen, indem er gesagt hat, das ist doch nur ein Spiel, es hat keinen Sinn. Aber er musste zurück an den Spieltisch, um das zu sagen, mit Worten, wie die meisten Zen-Meister. Es wird immer gesagt, Zen lässt sich nicht in Worten ausdrücken und das wird gesagt in Worten und in Büchern publiziert und so weiter. Ja, Christian, bitte. Das hat er da, was ich eben sagte, auch erfasst. Er hat nämlich gesagt, Glauben und Herz sind nicht zwei. Hm. Nicht zwei, das ist das glaubende Herz. Hm. Also er hat nicht das eine und das andere, also nur das dazwischen. Und das ist eigentlich das, was nicht auszudrücken ist. Deshalb sagt er, nicht zwei, das ist das glaubende Herz. Und warum musste er darüber sprechen? Warum schwieg er nicht einfach? Hätte er am liebsten getan, Aber, das Du ist da, denn das ist ja die Definition der Liebe, die mit dem Du teilt. genau. Das heißt, es ist eins, aber es ist eben doch nicht eins. Da ist noch etwas außerhalb des Eins, würde ich sagen. Ja, bitte. Danke. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, woher dieses wahre Selbst eigentlich kommt. Und ich stelle mir die Frage deshalb, weil ich viel mit künstlicher Intelligenz im technischen Bereich arbeite. Und es gibt tatsächlich ja Leute, die versuchen, das menschliche Gehirn quasi technisch perfekt nachzubauen. Und die dann eben sagen, also dieses Gehirn, diese Maschine, die hat jetzt auch ein Bewusstsein und die hat jetzt vielleicht auch ein wahres Selbst. Und man kann eben, wie Sie auch sagten, das eigentlich gar nicht unterscheiden. Also man kann eben eigentlich nicht sagen, nee, du hast jetzt kein wahres Selbst, weil genauso wenig kann ich das auch von meiner Sitznachbarin behaupten. Und also ich persönlich habe ein bisschen ein Problem damit, zu sagen, diese Maschine hat jetzt ein wahres Selbst. Andererseits so richtig widerlegen kann ich es eben auch nicht. Und ich frage mich eben, dieses wahre Selbst, also hat man das irgendwie, also gibt es das schon vor der Geburt oder wird das im Moment der Geburt oder im Moment der Zeugung irgendwie erschaffen oder also woher kommt das? Ist das irgendwie was Ewiges und ist das sozusagen nur den Menschen vorbehalten oder haben Tiere das auch und können Maschinen das auch haben? Die Zen-Antwort wäre nochmal, in dem Moment ist wahres Selbst und wieder, es gibt kein Davor und Danach. Es gibt kein Davor oder danach. Also ich finde es interessant, dass Sie jetzt von der künstlichen Intelligenz gesprochen haben. Es gibt ja den sogenannten Turing-Test, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man lässt jemanden kommunizieren mit der Maschine und wenn er zu dem Schluss kommt, sie ist intelligent, dann ist sie intelligent. Ich würde jetzt vom Zen-Standpunkt aus sagen, die Maschine hat Bewusstsein, wenn ich die Maschine bin. In dem Moment kann man davon sprechen, dass sie Bewusstsein hat. Wenn ich diese Maschine bin. Und wenn ich diese Maschine nicht bin, ist die Frage eigentlich pointless, wie sagt man? Witzlos, ne? Witzlos. Könnte ich diese Maschine sein? Könnte ich das sein? Und wenn die Frage ja ist, dann ist da Bewusstsein. Ansonsten ja, waren wir schon vor unserer Geburt bewusst? Ja, das geht dann auch in die Wiedergeburtsfrage und so weiter. Ne? Ist da, wenn wir sterben, das Bewusstsein ohne diesen Körper? Pflanzt sich das vielleicht noch fort? Spekulation. Also ich will mich da nicht festlegen. Aber im Zen geht es eben immer um, was jetzt hier passiert. Ne? Und wenn ich morgen aufwache und ich bin eine Maschine, dann ist die Maschine bewusst. Ich werde mich fragen, warum bin ich diese Maschine? Ja, bitte.
Vielleicht komme ich der Frage, wer bin ich, eher auf die Schliche, wenn ich mich frage, wer will ich sein? Weil wenn ich mich frage, wer ich sein will, muss ich natürlich dann überlegen, wohin ich ziele, und ich kann natürlich auch dahin zielen, die Lehre zu erfahren. Nur diese Erfahrung muss mir dann, dass wir beim Bewusstsein bewusst werden. Im Erfahren selbst habe ich die Erfahrung nicht, sondern erst im Nachhinein. Und dann kann ich mir überlegen, ob diese Erfahrung etwas ist, was ich sein will. Wer bin ich und wer will ich sein? Für mich unterscheiden sich diese zwei Fragen. Also ich würde das erste eine Kinderfrage nennen. Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt hier? Und dann später in der Pubertät fragt man sich, ja, wer will ich eigentlich sein? Das sind verschiedene Optionen. Ich kann das ja auch selbst bestimmen, wer ich bin. Man glaubt zumindest wählen zu können, wer man dann später mal sein wird. Man will ein anderer sein, als die Eltern das waren. Und merkt dann vielleicht in diesem Alter, dass man doch dann so ein bisschen so wie der Vater geworden ist. Ja, aber wenn ich das merke, will ich es ja dann nicht sein. Also die Frage bleibt ja. Also das ist ja nicht etwas, was mir Ruhe gibt. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm, das ist ein Prozess. Ja, ja. Also den Prozess anzunehmen ist eigentlich das, was vielleicht sinnvoll ist, und nicht sich gegen den Prozess zu sperren und Ja. zu sagen, ich bin schon fertig, sondern einfach zu sagen, ich bin im Prozess der Fertige. Ich bin im Prozess der Fertige. Wobei ich also für mich jetzt immer noch die erste Frage, die grundlegende ist. Ne? Wer bin ich? Und wer will ich sein? Das ist ja die Frage, die das Fräulein C. dann von zu Hause weggetrieben hat. Aber auch wieder nach zu Hause zurück. Aber ich glaube, in dem Moment, als sie das selbst akzeptiert hat, dass sie nicht gewählt hat, sondern dass sie gar nicht wählen konnte, dass jenseits der Wahl ist. Ne? Das vielleicht ja zum Teil, wo man mit dran gearbeitet hat, zum Teil, aber sehr, sehr wenig. Also wenn ich mich jetzt frage, was habe ich dazu getan, dass ich heute hier vor Ihnen stehe als Mucho? Ich habe doch mit 16 mit Zazen angefangen und viele Bücher gelesen und mich dann entschieden, nach Japan zu gehen und viele Dinge gemacht, war obdachlos und so weiter und so weiter. Aber am Ende, ja, was habe ich davon wirklich gewählt? Was habe ich so gemacht, weil ich es sein wollte? Ich weiß es nicht. Es könnte nur ein Körnchen sein oder noch nicht mal ein Körnchen. Das Einzige, woran ich jetzt keinen Zweifel haben kann, ist, dass ich das bin. Dass ich hier stehe. Aber ob ich das sein wollte oder nicht, ist, glaube ich, sekundär. Sekundär, habe ich das Gefühl. Nein. Was wahrscheinlich nicht sekundär ist, ist die Frage, ja, oder sagen wir mal so, ich würde sagen, ich habe eigentlich keine Option, wer ich sein will, aber ich kann wählen, ob ich das akzeptiere oder nicht. Ne? Also will ich dieser Mucho sein oder nicht? Also die Frage ist nicht, was für ein Mucho will ich sein, sondern will ich dieser Mucho sein oder nicht? Und ich kann sagen, nee, will ich eigentlich nicht, so wie es ein bisschen bei den Borches durchklingt. Ich mag diesen Borches gar nicht, wir sind zwar nicht verfeindet, aber ich versuche ein bisschen wegzukommen. Oder ich kann sagen, es ist total okay. Total okay, das wäre die Koan-Antwort, auf die du gedeutet hast. Ich bin dieses Sei mit ihren Emotionen, aber auch der Trauer darüber weggegangen zu sein von den Eltern und die dann plötzlich auch wieder zurückgeht. Die versucht, eine andere zu sein, vielleicht am Anfang, die dann aber doch merkte, das geht gar nicht. Keine Ahnung. Also aber es sind ja nicht so viele Jugendliche hier. Ne? Ich will niemand diesen Jugendtraum, dass man jeder sein kann, den man will, nicht kaputt machen. Aber ja, wir haben hier noch eine Frage, bitte. Die Frage, wer bin ich, ist zweifellos eine sehr, sehr wichtige Frage, die
nie eine ausreichende Antwort bekommen würde. Aber andererseits frage ich mich die folgende Frage. Einerseits fragen Sie sich, wer bin ich? Ja. Und andererseits sagen Sie, dass die Zen-Lehre schon die Antwort hat. Also das ist das, was man im Hier und Jetzt ist, das ist man. Warum ist dann die Frage so relevant für Sie? Ja. Naja, dass die Zen-Lehre die Antwort hat, ist vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt. Es gibt Fingerzeige in der Zen-Lehre und diese Fingerzeige deuten auf diesen Moment. Warum für mich das noch nicht die ganze Antwort ist, habe ich versucht auszudrücken mit diesem Kreis, in dem alles eins ist. Alles, was hier in diesem Moment passiert, bin ich. Aber daraus allein kommt zum Beispiel noch nicht die Antwort an, da kommt eine Person zu dir und sagt dir, ich hätte gerne auch diese Erfahrung, ich will auch erlöst werden. Und zu sagen, ja, das ist ja auch nur Teil dieser Landschaft, die ich bin. Diese Person ist ja schon erlöst, denn ich bin erlöst und ich und du, wir sind eins. Du musst gar nicht Erlösung finden. Das reicht nicht. Man muss ernst nehmen, dass außerhalb, hier in diesem Moment sind schon alle Fragen beantwortet. Glaubte man und dann kommt eine Person, die sagt, nein, ich bin noch nicht erlöst und man muss diese Person ernst nehmen. Und das geht halt nicht, wenn man einfach nur hier alle Fragen beantwortet. Manche haben in dem Moment vielleicht eine Erfahrung und sagen, oh. Aber es gibt immer wieder Leute, die brauchen dann noch mehr Worte. Und es reicht nicht zu sagen, Worte sind alle leer und gestern und heute und morgen sind alle Teile desselben Augenblicks. Ist zumindest mein Gefühl. Wir brauchen zwei total widersprüchliche Weltbilder und müssen uns in beiden zu Hause fühlen. Das Hier und Jetzt ist nur die halbe Wahrheit, glaube ich. Ja, bitte. Ist es nicht eine Illusion, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann? Ist nicht alles vorbestimmt? Auch das könnte eine Illusion sein. Ich weiß es nicht. Also in der Philosophie wäre es das Problem vom freien Willen. Ist das nicht nur eine Illusion, dass ich jetzt selbst bestimme, was ich rede? Oder ist es vorbestimmt? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, die Frage ist auch gar nicht so wichtig. Man sollte bloß aufpassen, dass man das nicht als Ausrede verwendet, zu sagen, wenn es alles vorbestimmt ist, dann kann ich von morgen an machen, was ich will. Denn dann tut man ja so, oder man versucht den unfreien Willen, das Fehlen der Willensfreiheit, als eine Ausrede zu verwenden dafür, dass man tun kann, was man will, was ja voraussetzt, dass man einen freien Willen hat. Wenn man wirklich glaubt, wie wahrscheinlich viele von uns, dass ich durchaus entscheiden kann, was ich morgen tue, dann muss man dafür Verantwortung nehmen. Und wenn man daran glaubt, dass alles vorbestimmt ist, dann darf man morgen nicht machen, was man will, sondern man muss im Grunde das weitermachen, was man immer getan hat, nämlich sich dieser Illusion eines freien Willens ergeben, die ja auch vorbestimmt ist. Wir sind ja alle dann vorbestimmt zu glauben, wir hätten einen freien Willen. Ja gut, man lebt schon sein Leben so, wie man es leben will. Ja. Aber das ist ja vielleicht die Illusion, dass ich das so entscheide. Sondern das wird von oben entschieden. Ja, vielleicht. Oder von unten. Oft ist es auch von der Seite, ne? Von der Seite. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich bedanke mich, ja. Ja, danke. Das war ein sehr inspirierender Vortrag. Danke.